Dann erst einmal wunderschönen guten Morgen. Schön, dass Sie alle eingetroffen sind. Ich glaube, ein, zwei kommen noch, aber das ist ja meistens so bei den Seminaren. Wir machen ja jetzt 1,5 Tage ein Grundlagenseminar zum Thema Mikrostrom generell, also auch mal die Hintergründe, die technischen Hintergründe, physikalischen Hintergründe, aber natürlich auch die medizinischen Hintergründe. Und wie sehen die nächsten Tage aus? Das hatten wir auch rumgeschickt, das Seminar wird aufgezeichnet, aber wie gesagt, Menschen, die jetzt sagen wir mal rein und rausgehen und dann auf der Kamera erscheinen sollten, die werden verpixelt. Hauptsächlich geht es ja auch um die Folien dahinter. Ja, die Dozenten für die nächsten 1,5 Tage, das ist einmal der Dr. Woracek, der Herr Dr. Stüker, Physiker und Entwickler in der Luxamed GmbH und ich selbst. Und wir haben uns gedacht, wir fangen mal an um 10, natürlich passt das nie, beziehungsweise haben wir das noch nie geschafft, pünktlich anzufangen. Aber wir sind noch in dem akademischen Viertel, also ich glaube, das sollte ganz gut sein. Danach möchte ich ein bisschen sprechen, so als Warm-up sozusagen, so ein bisschen mal weiter ausholen, mal so ein bisschen über die Terminologien sprechen. Was ist elektrischer Strom tatsächlich? Was hat er zu tun mit menschlichem Gewebe und so weiter? Also das mal so ein bisschen erklären, auch mal so ein bisschen einen kleinen Abriss machen der Elektrotherapie. Wie ist das Ganze so, ja, aufgekommen? Wann sind so die ersten Ergebnisse auch gemacht worden, Studienergebnisse und so weiter? Und dann möchte ich so ein bisschen schon weiter in diese elektrischen Felder, da geht es dann wirklich so um das ja, die Signale, die biologischen Signale, die wir ja mit dem Mikrostrom in einer gewissen Art und Weise hineingeben, beziehungsweise auch beeinflussen, darüber sprechen und das Thema Literatur, Studien, da habe ich ein paar Sachen aufbereitet, das ist ja auch immer ein wichtiges Thema, aber im Anschluss geht es dann auch direkt los mit dem Herrn Dr. Woracek, wo er halt über die medizinischen Grundlagen und auch seine jetzt nunmehr 25-jährige Erfahrung mit der Therapie spricht. Dann haben wir eine Mittagspause zusammen. Essen wird hier drüben sein in dem Raum. Die Behandlungen und Workshops, da werden wir uns auch aufteilen auf diesen Raum und auf den da drüben. Da haben wir ein bisschen mehr Platz mit den Liegen. Das wird dann vielleicht so zum Nachmittag hin werden und natürlich morgen auch am Vormittag. Ja, von der Theorie in die Praxis, das ist dann eben auch schon der Leitsatz, wo wir sagen, es soll darum gehen, ein bisschen auch die praktische Anwendung eben, dass Dr. Woracek einfach mal seine Erfahrung mitteilen kann. Sie natürlich, das soll ja auch ein bisschen interaktiv sein, also durchaus auch immer Fragen stellen zu Anwendungen etc. Dann haben wir eine Kaffeepause und danach haben wir dann die reinen Workshops sozusagen, bis wir dann nochmal eine ganz kurze Pause machen zum Schluss und dann der Herr Dr. Stüker eben über die Biophysik spricht und dann ein gemeinsames Abendessen um 19 Uhr. Das wird auch hier drüben stattfinden. Hoffentlich sage ich da nichts Falsches, aber ich gehe mal davon aus, dass das stimmt. Da sind Sie herzlich eingeladen. Nur die Getränke beim Abendessen, die sind bitte selbst zu bezahlen. Ja, morgen starte ich dann auch gleich nochmal wieder. Dann kommt Herr Dr. Stüker, weil Herr Dr. Woracek wird morgen nicht mehr da sein. Aber ich denke, das werden wir dann bis zum Mittag durchaus zu zweit auch ganz gut hinbekommen. Gut, wer ich bin, brauche ich jetzt nicht mehr groß zu erzählen. Wir sitzen ja hier, wir sind hier in Niedersachsen. Und wenn man hier aus dem Fenster, was man jetzt gerade nicht kann, schaut, dann sieht man im Prinzip schon Hessen auf der anderen Seite. Und wir, die Firma Luxamed, wir sitzen in Kassel, das ist quasi die nächste Stadt hier, logischerweise, also relativ nah dran. Aber wir haben diese Location jetzt für die letzten Seminare auch schon gewählt, weil es sich einfach ja, bewiesen hat, dass es ein sehr, sehr schönes Ambiente ist und dass es alles auch immer ganz gut klappt mit der ganzen Organisation von der Veranstaltung. Und das Essen auch sehr gut ist. Das ist ja auch durchaus wichtig. Ja, vielleicht ein ganz kurzer Abriss, wo kommen wir eigentlich her? Er hat ja gesagt, Dr. Woracek hat schon 25 Jahre Erfahrung. Wir haben hier, da sieht man so unsere ersten Gerätegenerationen, mit denen wir angefangen haben, den sogenannten Clinic Master, dann den Clinic Master Professional und dann im Jahr 2012 die ersten Luxamed-Geräte, wo wir auch schon in dem ersten Ansatz diese kybernetische Therapie, nennen wir es mal Automatiktherapie, integriert haben, bis wir dann schlussendlich jetzt im Bereich 2025 auch mit dem letzten Software-Update für den Luxamed HD 2000 Plus sind. Gerade was den Bereich der frequenzspezifischen Anwendung betrifft, da ist ja ab morgen Nachmittag dann die nächste Veranstaltung bis Samstag, wo es ja darum geht, wirklich eigene Frequenzprotokolle mit eigenen Frequenzen zu arbeiten, wie man die erstellt etc. und was so alles dahinter steckt. Das wird aber dann der Dozent, der Florian Schöning, durchaus ausführlich erklären. Ja,
Was machen wir konkret? Ich glaube, da brauche ich gar nicht mehr so viel drüber sagen. Natürlich den Bereich der akuten chronischen Schmerztherapie, Behandlung von neurologischen Beschwerden. Das ist so die, sagen wir mal, zusammengefasste Zweckbestimmung der Geräte. Aber ich glaube, viele haben auch schon rausbekommen, man kann durchaus mit dem Mikrostrom noch wesentlich mehr machen, weil wir ja nun mal im Bereich der Stoffwechselregulation arbeiten. Was bedeutet, dass wir auch im Bereich, sagen wir mal, Kopfschmerzen etc. natürlich dort ganz gute Anwendungsfelder haben. Jetzt so ein bisschen die Terminologie. Ich will das gar nicht so sehr in die Tiefe bringen, aber mir ist es aufgefallen in den letzten Jahren bei den Seminaren, dass durchaus ab und zu was so den Begriff Strom, ich meine, wir sprechen über Mikrostrom, da steckt der Begriff Strom drin, dass das durchaus interessant sein kann, einfach nochmal kurz abzureißen, was ist es eigentlich, was ist elektrischer Strom, weil es gegebenenfalls auch mal durchaus die Frage sein kann von einem Patienten, Patientin, weil das Wort Strom natürlich bei vielen immer erst einmal eine gewisse Form von Angst auslöst, könnte ja potenziell gefährlich sein, ist er ja auch, je nach Dosierung sozusagen. Am Ende des Tages sprechen wir beim Strom, es ist eine gerichtete elektrische Ladungsbewegung von entsprechend geladenen Ionen zum Beispiel. Und das Ganze, wie gesagt, ist dann der sogenannte Stromfluss. Das sieht man auch, oder das ganze Thema Strom ist ja ein Thema, was im elektrischen Körper sowieso grundlegend vorhanden ist. Ja? Also das heißt, wir haben bei bestimmten, sagen wir mal, Muskelkontraktionen, der Herzschlag, das sind alles Impulse, die eine gewisse Form von Elektrizität auch im Körper erzeugen. Dann gibt es noch den sogenannten piezoelektrischen Effekt, da spreche ich nochmal drüber. Und das sind alles aber auch wiederum physikalische Grundlagen, die wir brauchen für die Zellkommunikation. Und das ist ja wiederum ein ganz wesentlicher Aspekt, den sich die Mikrostromtherapie am Ende zunutze macht. Nur deswegen kann ja auch zum Beispiel eine frequenzspezifische Anwendung überhaupt wirken im Körper, weil wir natürlich ein gewisses, nennen wir es mal, ja, Kommunikationspotenzial im Gewebe und in den Zellen auslösen. Was ist jetzt die Stromstärke generell? Das Wort Mikrostrom sagt es ja schon. Wir arbeiten mit einer Stromstärke von einem Millionstel Ampere. In der Regel arbeiten die Systeme so um die 200 Mikroampere. Das ist natürlich immer ganz stark davon abhängig, wie hoch ist der zugrunde liegende Lastwiderstand. Ne? Also das bedeutet, wie hoch ist jetzt der Widerstand beispielsweise im Gewebe. Das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie hoch die tatsächliche Stromstärke sein kann. Nur mal so im Vergleich, dass man mal das sich vor Augen führt. Ein klassischer, sagen wir mal, ein Toaster arbeitet zum Beispiel bis zu 5 Ampere schon. Also das sind quasi 5000 Milliampere und entsprechend viele Mikroampere. Ein TENS-Gerät, die TENS-Therapie, Elektrotherapie, die komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen später, die arbeitet im Bereich von 10 bis 50 Milliampere. Also wenn man sich dann überlegt, wir arbeiten mit roundabout 200, 300 Mikroampere, dann ist das schon ein Vielfaches mehr. Was wir aber nicht vergessen dürfen, alle sprechen immer beim Mikrostrom nur über den Strom, sehr gerne vergessen wird aber die Spannung, also gemessen in Volt. Denn die ist insofern wichtig, ich vergleiche das immer mit so einer Wasserleitung. Man muss sich das so vorstellen, der Strom selber ist sozusagen das Wasser, das ich durch eine Leitung pumpen will. Also die Menge am Wasser ist sozusagen der Strom. Der Druck, mit dem das Wasser durch den Schlauch oder durch das Rohr gepumpt wird, ist die Spannung. Was bedeutet das wiederum für die Mikrostromtherapie? Wir brauchen natürlich die Spannung, um eben einmal zum Beispiel die oberste Hautschicht zu ionisieren, um dort den Widerstand zu verringern, dass wir tatsächlich auch in die Tiefe des Gewebes kommen bzw. hineinkommen, um eben den Effekt zu erzielen. Das heißt, auch das können Sie zwar nicht aktiv eingreifen beim Gerät, das wird alles automatisch geregelt, die Spannung, aber nichtsdestotrotz sollte man es im Kopf behalten, auch ein wichtiger Faktor. Beim Luxamed bzw. bei allen, auch den Vorgängergeräten, haben wir eine maximale Spannung von 60 Volt. Da sind wir noch im sehr, sehr geringen Bereich, weil natürlich darüber hinaus die Spannung, eine hohe Spannung durchaus auch ein Gefahrenpotenzial hat von Verbrennung, Erwärmung etc., was wir hier eben mit der Mikrostromtherapie so nicht haben. Die Spannung im biologischen Kontext vielleicht auch, das wissen Sie ja, wir haben, dass beispielsweise Nervenzellen ein Potenzial haben von minus 70 Millivolt und wir auch dann die Spannung essentiell ist für das Membranpotenzial, für die spannungsgesteuerten Ionenkanäle, wo wir ja wiederum auch mit der Mikrostromtherapie entsprechend eingreifen. Das hatte ich erzählt, also es ist immer eine automatisch bzw. intelligent geregelte und gewebeschonende Dosierung, die wir fahren mit den Geräten, einfach um
Sie kennen sicherlich auch das Ohmsche Gesetz, das kommt auch noch in meiner Präsentation gleich, einfach um diesen Zusammenhang zu verstehen, wie wichtig es ist, die Stromstärke mit Spannung und dem eben zugrunde liegenden Widerstand im Kontext zu sehen. Ja, da sind wir schon beim elektrischen Widerstand. Der wird in Ohm gemessen und natürlich haben wir, die verschiedensten Gewebskonglomerate haben natürlich die verschiedensten Widerstände. Und man muss auch natürlich sich vor Augen halten, der Widerstand ist durchaus eine gewisses, sagen wir mal, relativ volatil. Klar, wenn wir, sagen wir mal, eher trockene Haut haben, ist natürlich der elektrische Widerstand viel, viel größer als der Widerstand, wenn ich, sagen wir mal, gerade aus der Saunakonne relativ geschwitzt bin, habe Salz auch noch mit auf der Haut, was ja ein guter elektrischer Leiter ist. Und das sind Dinge, die aber wichtig sind, denn am Ende des Tages ist der Widerstand auch das, was Sie in den Messungen, also in den Diagrammen wiedergespiegelt bekommen. Widerstand bzw. die Impedanz im Gewebe. Und ich glaube, da wird Dr. Voracek aber auch ausführlich drüber sprechen, eben was die Diagramme und die Auswertung, das Lesen aus den Diagrammen betrifft, mit vielen Fallbeispielen. Ja, klar, Haut hat mit durchaus den höchsten Widerstand bei uns im menschlichen Körper, logischerweise. Und die müssen wir eben mit der entsprechenden Spannung erst einmal durchdringen. Habe ich hier auch nochmal dargestellt, um eben dann bis zu 60 Volt die Stromstärke automatisch zu regeln, dass wir eben auch die Hautschicht überwinden, die sogenannte Ionisierung der obersten Hautschicht. Dann wird auch im Endeffekt die Spannung heruntergefahren, weil einfach immer geschaut wird, dass das Optimum an der Stromstärke tatsächlich auch im Gerät ankommt. Der nächste Teil, da wird ja durchaus viel drüber gesprochen, nicht nur im Rahmen der Mikrostromtherapie, sondern von Magnetfeld über, was weiß ich, verschiedenste Bereiche, ist natürlich die Frequenz. Und das ist auch immer so das, wie soll ich sagen, so das Mystische daran. Wird immer gefragt, ja, was sind das für Frequenzen, wo kommen die denn her und was machen die denn und so weiter. Jetzt erstmal aus rein technischer Sicht. Eine Frequenz ist im Prinzip eine Wiederholungsrate, ein Impuls pro Sekunde, der abgegeben wird. Hier kann man sich das mal anschauen auch. Es sind eher niedrige Frequenzen, das sind hohe Frequenzen und gemessen wird es in Hertz. In der Mikrostromtherapie arbeiten wir klassischerweise eigentlich bis 1000 Hertz. Wir arbeiten beim Luxamed, also beim HD 2000 Plus zumindest, können wir bis 20.000 Hertz mit sogar einer Nachkommastelle arbeiten. Aber der Großteil der Frequenzen, die aus der, nennen wir es mal, frequenzspezifischen Mikrostromtherapie aus den USA hauptsächlich angesiedelt kommen, bewegt sich im, sagen wir mal, sehr, sehr niederfrequenten Bereich, also unter 1000 Hertz. Kommen wir aber auch noch weit näher drauf zu sprechen. Ja, und warum brauchen wir diese Frequenz? Weil wir eben mit diesen Frequenzen bzw. mit den Frequenzkombinationen in der Lage sind tatsächlich, und da komme ich aber auch noch später in den Studien drauf zu sprechen, gibt es tatsächlich sehr interessante Untersuchungen, gerade zu dieser Kombination 40 und 116, in der Lage sind, eben, muss man sich vorstellen, wie so nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip zu arbeiten. Jedes Gewebe hat seine eigene physiologische Frequenz und jede, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Pathologie hat auch ihre eigene Frequenz. Und wenn wir dies beides korrekterweise abgestimmt eben auf das jeweilige Gewebe kombinieren, erhalten wir über den sogenannten Resonanzeffekt die Antwort vom Gewebe, dass das Gewebe darauf reagiert. Jetzt muss man aber eins im Kopf behalten, die Frequenz ist nur ein Teil der ganzen Wirkung, was der Mikrostrom ausmacht. Das zeige ich aber gleich nochmal in einer detaillierten Übersicht. Denn viele sprechen immer nur beim Mikrostrom nur über die Frequenzen, vergessen dabei den Strom, der aber auch eine ganz wesentliche Wirkung am Ende des Tages hat, weil nicht immer viel hilft viel. Und warum das so ist, kommen wir auch noch näher drauf zu sprechen. Also das Thema Frequenzen gibt es auch noch ein extra Kapitel zu. Ich will mal schauen, das werde ich wahrscheinlich morgen, wird das Kapitel kommen, wo ich auch mal kurz über eben diese rein technische Anwendung vom HD 2000 Plus bezogen auf die FSM, auf dieses FSM-Modul spreche, wie man da rein technisch vorgeht und inhaltlich geht es ja dann entsprechend die nächsten Tage damit weiter. Das Schlüssel-Schloss-Prinzip habe ich dargestellt, das habe ich erwähnt und das dient einfach dazu, eine zielgerichtete Wirkung über die Frequenzsteuerung sozusagen zu erzielen. Vielleicht noch ganz kurz wir arbeiten ja bei der Mikrostromtherapie, das machen aber auch in Amerika fast alle Mikrostromgeräte, mit einem sogenannten Rechtecksignal. Das heißt, wir haben eine gewisse Zeit, wie so ein Rechteck, da wird die Therapie sozusagen abgegeben, dann ist eine ganz kurze Pause, in der wird auch gemessen, beispielsweise in der Pause, das sind dann diese Messpunkte, die Sie in den Diagrammen sehen. Und bei diesem Rechtecksignal haben wir natürlich die Möglichkeit, diesen Anstieg, so nennt man das, sagen wir mal, entweder eher
steiler zu machen. Das heißt, dass die maximale Amplitude erreicht wird, relativ schnell mit beispielsweise 0,1 Sekunde. Das wäre ein sehr steiler Anstieg. Und dann kann man aber auch einen gewissen sanfteren Anstieg wählen. Das betrifft jetzt diejenigen, die beispielsweise rein mit der Automatiktherapie beim Luxamid arbeiten, eigentlich gar nicht, weil da läuft es automatisch. Im Bereich der FSM haben wir das ja als neue Möglichkeit noch eingefügt, dass man eben diese Rampe einstellen kann. Also man kann sagen, ich möchte einen sanften, einen mittleren oder einen steilen Anstieg haben. Und wann machen wir das? Das ist eigentlich relativ einfach. Der steile Anstieg wird gerade bei chronifizierten Sachen verwendet und die, sagen wir mal, schwächeren Anstiege eher bei entzündlichem oder sagen wir mal gereizterem Gewebe. Gut, warum das Rechtecksignal? Das hat sich eigentlich so rauskristallisiert, wenn man auch so ein bisschen in der Literatur mal schaut, dass wohl tatsächlich, das ist jetzt die Hypothese dahinter, vielleicht gibt es tatsächlich bessere Signalformen, die wir noch nicht gefunden haben, aber ich glaube, da wäre der Dr. Stüker dann auch vielleicht nochmal der bessere Ansprechpartner. Das wird er vielleicht auch mit in seiner Präsentation noch mit erwähnen. Deswegen will ich da nicht zu viel vorwegnehmen. Aber es hat sich einfach gezeigt, dass dieses Rechtecksignal mit eben den applizierten Frequenzen die momentan optimalste biologische Antwort vom Gewebe produzieren kann. Also dass wir sozusagen die Sprache der Zelle damit am Ende des Tages sprechen. Die optimale Form zur biologischen Informationsübertragung, ja, zumindest zum heutigen Zeitpunkt. Ein weiteres Thema, was ich aber auch nur grob anreißen will, ist das Thema der Halbleiter. Und zwar, ein Halbleiter ist ja den kennen wir aus allem, was wir an Tablets, Smartphones etc. haben. In der Elektrotechnik ist das schon ein alter Hut, sage ich mal, aber ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil. Und es ist so, dass die menschlichen Moleküle tatsächlich wie ein Halbleiter funktionieren. Was bedeutet das, Halbleiter? Das heißt, ein Molekül kann leitend sein, also bezogen auf den elektrischen Strom, kann schlecht leitend sein oder gar nicht leitend sein, abhängig von Temperatur, Spannung, Licht, also das sind verschiedene Dinge, aber da kommen wir in den Bereich der Thermodynamik, wo Dr. Voracek später drüber sprechen wird. Warum erzähle ich das? Weil das eben der Schlüsselkontext ist, warum wir auch eine Tiefenwirkung, also in die Tiefe mit dem Strom tatsächlich reinkommen, weil eben dieses Halbleitergefüge, wo es einen Nobelpreis auch für gab, ich glaube den Herrn, der das entwickelt hat, da kommen wir noch drauf, herausgefunden hat, dass wir damit eben die Signalübertragung zwischen den Zellen auch biologisch und wissenschaftlich erklären können. Ja? Kollagenfasern, Zellmembranen, Proteinkomplexe und so weiter und so fort. Damit wir eben im Inneren auch diese Reizweiterleitungen, nennen wir sie mal Reiz- oder Informationsweiterleitungen vielleicht besser eben darstellen können. Ja, genau, im Forschungskontext, also das war 1941 schon, dass alle lebenden Moleküle halbleitende Eigenschaften haben und das Ganze wurde aber nochmal später im Verlauf auch nochmal bestätigt, dass eben diese semikonduktiven biologischen Strukturen wie eine Art elektrisches Feld arbeiten und einfach dafür sorgen, dass eine Zellkommunikation stattfinden kann. Warum erzähle ich das? Weil ich komme immer wieder auf diesen Bereich gerne zu sprechen, weil sagen wir mal, oder wir eigentlich die Mikrostromtherapie, so wie wir sie applizieren, so wie wir sie auch den Geräten natürlich entsprechend einpflanzen, programmieren etc., für uns aus einem, ich nenne es immer so wie ein Orchester, ja, wie so ein Wirkorchester darstellt. Muss man sich so vorstellen, dass wir haben die Spannung, wir haben den Strom. Nochmal kurz zurück. Wir haben die Stromstärke, wir haben die Spannung, wir haben die Frequenz und die Polarität. Komme ich noch darauf zu sprechen, gerade in Bezug auf die Polarität. Und alle Parameter gemeinsam machen am Ende die Wirkung. Es ist nicht nur so, dass die Frequenz alleine wirkt oder der Strom alleine wirkt. Wenn man aber, und da kommen wir nämlich auf die nächste Folie, und das ist sicherlich eine der Studien, wer mal so ein bisschen reingeschaut hat in die Literatur der Mikrostromtherapie, der kommt um diese Studie nicht drum herum, von Cheng et al. 1982, wo es ja darum ging, der nachgewiesen hat, dass er mit einer entsprechend geringen, nennen wir es mal gering spezifischen Stromstärke eine 4,9-fachung, sagen wir mal das 5-fache an der ATP-Produktion gemessen hat. Und das Ganze bis 500 Mikroampere. Das heißt, alles, was dann darüber kam, das war so der Gap, waren die 500 Mikroampere. Danach fing an, die ATP-Synthese zu stagnieren und ab, ich glaube, es waren 1 oder 1,5 Milliampere, fing sogar schon langsam die Abnahme eben dieser ATP-Synthese an. Jetzt muss man aber hier wissen, das ist eine reine Gleichstromanwendung gewesen. Das heißt, wurden gar keine Frequenzen rein
reingebracht, sondern es war einfach nur der Strom, der schon diesen Effekt erzielt hat. Und man muss natürlich auch kritischerweise sagen, das war ein Tierexperiment, es wurde an Rattenhaut durchgeführt, aber es gibt durchaus noch auch Untersuchungen und Studien, die am menschlichen Gewebe durchgeführt worden sind und auch am menschlichen Zellen. Der größte Effekt bis entsprechend 500 Mikroampere um eine optimale. Und das ist auch das Thema, warum wir eben diese automatische Steuerung ja auch entwickelt haben in den Geräten, um hier in dem optimalen Stromfenster zu bleiben. Und was wir gesehen haben, ist, dass tatsächlich man nicht sagen kann, nimm einfach 500 Mikroampere oder nimm einfach 300 Mikroampere und du hast den besten Effekt. Man kann das einfach nicht pauschalisieren, weil einfach das Gewebe, die Pathologien zu individuell sind, daher ja auch eben diese automatische und intelligente Steuerung in den Geräten. Kommt so ein bisschen dem Arndt-Schulz-Gesetz nach, ne, wo man sagt, schwache Reize fördern Lebensvorgänge und sehr starke können zerstören oder diese auch unterdrücken. Ne. Weniger ist ein bisschen mehr in dieser Form. Zurück zum Orchester. Ich, wie gesagt, beschreibe das immer gerne so als Orchester der Wirkparameter, Frequenz, Stromstärke, Signalform, Elektronenfluss, Zellspannung und entsprechend die Polarität. Und wenn man sich das jetzt mal, kommt auch ein Bild, da wird es ein bisschen klarer, das hatte ich schon erwähnt, die Frequenzen alleine lösen die Prozesse nicht aus. Ja, es ist im Prinzip tatsächlich wie in einem Konzert. Ein Instrument alleine hört sich zwar gut an, aber eben das Orchester zusammen gibt am Ende sozusagen den tatsächlichen Ton an. Bei der Frequenz, um da auch mal eine Idee zu haben, hier nochmal zwei Frequenzkombinationen mit der 142 und 284. Diese Frequenzen im Übrigen, die Frage wird mir oft gestellt, wo kommen die her und wo haben wir die her? Da kann ich zwei Sachen zu sagen. Das eine ist Empirie, weil mit unseren ersten Gerätegenerationen musste man, um das überhaupt zu starten, das Gerät die Frequenzen noch händisch eintippen. Da hat man natürlich ein gutes Feedback bekommen. Das andere ist die Literatur. Es gibt mittlerweile tatsächlich gute Literatur, auch in Deutsch, das meiste jedoch in Englisch, was Frequenzen betrifft. Bücher bei Amazon etc. Und das sind eigentlich auch die seit Jahrzehnten sich relativ gut etabliert haben und auch in den Studien, die wir durchgeführt haben, zur Anwendung gekommen sind. Ne? Und das hatte ich ja schon erklärt, eben diese ganze Automatik in der Zusammenfassung der Software, wie wir sie jetzt in den Geräten implementiert haben. Ja, kommen wir so ein bisschen zu der frühen Elektrotherapie. Es ist so, dass Elektrotherapie, glaube ich, brauche ich den meisten von Ihnen nicht zu erzählen. Gerade die Physiotherapeuten haben es ja auch in der Ausbildung, dass bereits um 1984 herum 10.000 Ärzte in den USA schon mit elektrotherapeutischen Maßnahmen gearbeitet haben, aber ich glaube mit Maßnahmen, mit denen wir wahrscheinlich heute nicht hätten arbeiten oder zumindest behandelt werden wollen. Ich habe da auch mal so ein paar Literaturauszüge, wen das interessiert, diese ganze Dinge zur Elektrostatik, die ganzen Experimente, die da durchgeführt worden sind. Mich würde mal interessieren, wie hoch die Ausfallquote war bei den Experimenten, die damals durchgeführt worden sind. Also nicht bezogen auf die Geräte, sondern bezogen auf die Patienten. Kann mir vorstellen, dass das durchaus interessant ist. Interessanter wird es aber jedoch, wenn wir so ein bisschen in den neueren Bereich kommen. Und zwar gab es einen Professor vom Universitätsklinikum Graz, der im Zweiten Weltkrieg mit galvanisch niederfrequenten Strömen schlecht heilende Schusswunden therapiert hat. Und da kommen wir eben der jetzt zur quasi heutigen Mikrostromtherapie schon relativ nahe, weil wurde auch mit sehr, sehr geringen elektrischen Strömen gearbeitet, um eben die Wundheilung zu verbessern, was wohl auch für die damaligen Verhältnisse relativ gut gelungen ist. Eine Art Feinstrom eben, um eine aktive Hyperämie im Gewebe damit zu erzeugen. Hier mal so ein kleines Schaubild dazu. Ja, wie eben diese nennen wir es mal Feinstrom, galvanischer Gleichstrom. Es gibt die verschiedensten Namen dazu. Das muss man sich also als ganz, ganz geringen Gleichstromfluss vorstellen, wo eben keine Frequenzen drin enthalten sind, um eben die verbesserte Mikrozirkulation auch damit im Gewebe zu erreichen. Weiter geht es, und da wird es dann schon interessant, das sind nämlich die Untersuchungen oder die ersten Erkenntnisse dazu, dass wir aus der Veränderung der Impedanz oder anders gesagt dem Widerstand im Gewebe tatsächlich einen Rückschluss auf eine Pathologie schließen können. Und da hat ein Professor an der Yale-Universität tatsächlich einen Zusammenhang herausgefunden und das ist eben die Bedeutung für die Mikrostromtherapie
ist insofern wichtig, weil am Ende des Tages das ja auch das ist, was wir in den Diagrammen bekommen und was wir in den Diagrammen auch in der Therapiezeit, also in der Therapielaufzeit ablesen können. Denn man muss sich immer, und deswegen habe ich eben über diese elektrischen Parameter gesprochen, vor Augen halten, wenn wir den Widerstand im Gewebe verändern, ja, also wenn wir die Messung verändern, das Diagramm, ob das jetzt von unten nach oben, von oben nach unten, ist mir vollkommen egal, wenn wir es verändern, müssen wir damit eine Veränderung im Stoffwechsel erreichen, sonst würde das Ohmsche Gesetz nicht stimmen. Weil automatisch wir eine Verschiebung von den elektrischen Ladungsträgern, von den Ionen, die ich vorhin erklärt habe, haben. Wir haben damit einen Einfluss auf den pH-Wert und so weiter. Ja. Das ist also wichtig und da waren die ersten Untersuchungen, das war glaube ich in den 1940er Jahren oder 50er Jahren rundherum, wurde das mal untersucht. Gibt es auch die Quellen, in den 70er Jahren, Entschuldigung, da war ich ein bisschen falsch. Aber da gibt es tatsächlich ganz gute Quellen zu, um das mal zu untersuchen oder das mal einfach nochmal nachzulesen. In den 90er Jahren wurde auch das nochmal untersucht von einer Ärztin aus den USA, die eben auch herausgefunden hat, dass eben der Gewebewiderstand tatsächlich eine Informationsquelle darstellt. Und das ist ja am Ende des Tages auch das, was wir uns mit den Geräten und mit der Therapie zunutze machen. Ja, die Relevanz, dass wir eben dort nicht nur symptomatisch, sondern informativ, regulativ arbeiten und damit sozusagen ja, Einfluss auf das Membranpotenzial, hatte ich gesagt, die Ionenkanäle, Proteinsynthese, entsprechend eine gezielte Anwendung zur Regulation des Stoffwechsels erreichen können. Auch ein paar Quellen dazu. Also wer die Quellen haben möchte oder Folienauszüge, das ist kein Problem. Im Übrigen, auch die Präsentation wird aufgezeichnet und wird ja dann auch irgendwann, sofern sie dann fertig geschnitten ist, im internen Trainingsbereich bei uns im E-Learning auch wieder zur Verfügung gestellt. Das heißt, da haben sie dann da entsprechend Zugriff drauf. Ne? Und das finde ich immer so, das ist von Oschmann 2013 ein Zitat, der sagt, dass im Prinzip die physikalischen Gesetze, die wir kennen aus der Elektrotechnik, für die Bioelektrizität, nennen wir sie mal so, im Gewebe, im menschlichen, tierischen natürlich auch, die Gesetzmäßigkeiten gelten für alle gleich. Also wir können sie nicht außer Kraft setzen oder die sind im Gewebe, in den Molekülen nicht anders, als sie auch in der klassischen Elektrotechnik sind. Und das macht es natürlich insofern einfach, in Anführungsstrichen, das Ganze auch messbar und berechenbar zu machen, wiederum bezogen auf die Anwendung mit spezifischen und gezielten Mikroströmen. Ein integraler Bestandteil, messbar, regulierbar, therapeutisch nutzbar und damit auch naturwissenschaftlich nachvollziehbar. Also ich will damit sagen, deswegen dehne ich das immer so ein bisschen aus, es ist so, dass wir eben hier nicht über Hokuspokus sprechen, auch mit den Frequenzen durchaus nicht über Hokuspokus sprechen, sondern es sind ja tatsächlich messbare, erstmal elektrotechnisch messbare Bestandteile und am Ende kriegen wir eine biologische Antwort vom Gewebe. Eine ATP-Mehrproduktion kann ich messen. Andere Dinge kann ich auch messen, das heißt, ich habe eben hier relativ gut den Evidenznachweis. Und da das Ohmsche Gesetz, U gleich R mal I, was uns insofern weiterhilft, als dass wir dort eben diese verschiedenen Spannungsgefüge an den Zellmembranen in der Zellmatrix entsprechend messen können und über den spezifischen Widerstand auch einen Effekt nachweisen können auf der einen Seite, aber natürlich ist es immer wichtig, ob den Widerstand, die Impedanz oder den Widerstand zu verändern, ist das eine. Natürlich muss die klinische Response auch die entsprechende sein, aber da kommen dann die klinischen Experten zu. Das Ohmsche Gesetz nicht nur eine physikalische Formel, sondern es erklärt, warum eben der Mikrostrom gezielt in den Zellstoffwechsel eingreift. Da ein paar auch entsprechende Quellen zu. Ja, frühe Elektrotherapie, ich hatte es gesagt, das wird jetzt von hinten wahrscheinlich nicht lesbar sein, ist ein bisschen klein. Es ist einfach nur mal ein Vergleich. Ich habe mal so ein paar Verfahren, ich lese so ein bisschen vor. Wir haben TENS, habe ich gesagt, teilweise bis zu 100 Milliampere sogar auch, was TENS-Geräte. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, das wird ja interessant, wird es ja, was ist denn, wenn ich eine Verletzung habe bei einem Patienten und der kriegt jetzt eine TENS-Therapie? Was bedeutet denn das zwangsläufig für den Zellstoffwechsel? Das heißt ja, dass der Zellstoffwechsel auf der einen Seite dadurch runtergefahren wird, nachweislich, weil die zu starken Ströme dafür sorgen, dass die Energieproduktion in den Zellen, respektive in den Mitochondrien, eben vermindert oder sogar blockiert wird.
Da halt die Fragestellung, ist es überhaupt noch sinnvoll, das Ganze einzusetzen, aber das lasse ich mal als offene Frage stehen. Dann gibt es diesen sogenannten Zapper, das ist ähnlich wie TENS, kommt so, glaube ich, aus der Schweiz, Stangerbad, Iontophorese, da sind wir auch mit einem relativ hohen, gerade beim Stangerbad, mit relativ hohen Strömen unterwegs. Dann gibt es die CES und wer, wie gesagt, mal schaut, gerade in den medizinischen Datenbanken bei PubMed etc. und schaut nach CES, also kraniale Elektrostimulation, da bewegen wir uns schon im Bereich der Mikroströme. Gibt es tatsächlich ganz interessante Untersuchungen zu, was psychiatrische Erkrankungsbilder betrifft. Von den Depressionen, Suchterkrankungen etc. Ganz, ganz interessante Studien, die hier gemacht worden sind. Auch, und das ist auch interessant, die haben nachgewiesen, wie viel kommt denn eigentlich, wenn ich Elektroden am Kopf platziere. Es wurde ja oft behauptet, der Kopf arbeitet oder hat die Funktion wie ein Faradayischer Käfig. Das heißt, es kommt nichts rein, wirkt isolierend. Das stimmt aber nicht. Die haben es tatsächlich haben es nachgewiesen mit einem, ich weiß nicht, mit einem CT, wie sie es gemacht haben, genau, dass eben tatsächlich bestimmte Hirnareale aktiviert werden können und da wiederum auch, selbst dann, wenn ich nicht am Kopf die Elektroden anlege, weil wir eben durch die Zellkommunikation, durch die Reizweiterleitung natürlich auch Effekte damit im Gehirn auslösen können. Ja, Ultraschall, Laser, den Laser habe ich mit aufgenommen, ist jetzt keine Elektrotherapie, aber wir haben ja die Lichttherapie im Gerät mit integriert, daher habe ich das Ganze nochmal mit einfach als Übersicht mit aufgenommen. Ja, nochmal ganz konkret jetzt zu den Punkten, was wir haben. Was haben wir jetzt mit dem Mikrostrom? Nennen wir sie BCR, biologische Zellregulationstherapie. Wir haben eine Zunahme ATP, wir haben keine Muskelkontraktion, wir haben damit eine Förderung bzw. Auslösung der entsprechenden Heilungsprozesse. Ja, und was haben wir bei der TENS oder klassischen Reizstrom-Elektrotherapie eben? Eine natürlich Wirkung im Bereich der Schmerzdämpfung, im sogenannten Pain Gate Control System, dass wir eben dort eine quasi, ja, wie eine elektrische Leitungsanästhesie im optimalsten Fall durchführen, wenn man es mal so nimmt. Aber wir haben eben keinerlei Einflüsse auf, oder keine positiven Einflüsse, anders gesagt, eben auf den Zellstoffwechsel. Hier nochmal so ein kleines Bild dazu. Wie gesagt, das sind die Zahlen, die auch von der Schenk-Studie herausgekommen sind, dass wir eben gerade Membrantransport 50%, Proteinsynthese 73% in der Stärkung haben. Hier nochmal, das kann man vielleicht jetzt besser sehen, mal so eine Mini-Gegenüberstellung dessen, wie stark tatsächlich der Strom ist, mit dem wir arbeiten. Also selbst der Taschenrechner ist stärker als die Mikrostromtherapie. Und das bringt einen natürlich auch zu der Frage, wie hoch ist denn eigentlich der energetische Anteil, den wir übertragen mit der Mikrostromtherapie? Ist ja auch durchaus eine Fragestellung, ne? Weil wenn wir geben ja Energie ins Gewebe rein, das ist die Spannung mal die Stromstärke, ist die Formel für die Energie. Und da die Frage, was hat mehr Energie? Ein Apfel, umgerechnet in Joule, ein Apfel oder eine Mikrostromtherapie, eine durchschnittliche Anwendungszeit von 24 Minuten. Ist eine rhetorische Frage, sonst hätte ich es nicht reingepackt. Ein Apfel liefert ca. 60 Kilokalorien. Eine Mikrostromanwendung liefert in 24 Minuten durchschnittlich 0,021 Kilokalorien. Also die Energie, die wir reingeben, kann es nicht sein, die die Wirkung erzielt, was wiederum dann den Rückschluss bringt, dass wir hier eben den Bereich der Informationstherapie, nennen wir es mal so, eher darstellen. Eine kleine Zusammenfassung des jetzt Gesagten von mir. Ich muss immer so ein bisschen auf die Uhr schauen, aber da bin ich noch sehr, sehr gut in der Zeit. Ich würde nämlich jetzt gerne übergehen zu dem Bereich elektrischer Felder, nicht, sondern ich würde gerne einmal springen in meiner Präsentation, wenn ich denn die Maus finde. Die elektrischen Felder kommen natürlich noch, aber ich würde gerne einmal hier drüber sprechen, dass wir das als nächstes machen, weil ich glaube, das ist durchaus, wurde ich auch heute schon nachgefragt, wichtig. Also ich habe mal so ein paar Auszüge mir rausgesucht. Warum sind wissenschaftliche Studien wichtig? Ich glaube, mittlerweile wissen es alle, dass wir sie brauchen. Wir brauchen sie ja nicht nur, um uns das Ganze schön zu reden oder auch durchaus mal auch als Argumentation für Patienten, aber natürlich sind sie einfach in der Forschung und in der Weiterentwicklung wichtig und liefern ja auch einfach gewisse Erkenntnisse logischerweise, sonst würde man das ja nicht durchführen. Ich habe die Schenk-Studie auch mal mit aufgeführt, hier auch mal so ein bisschen als Diagramm, wo man das mal sehen kann. Das ist leider überlagert hier unten ein bisschen, aber man sieht die 500 Mikroampere, höchster Peak, bei 1000 wird es schon weniger, bei 5000, da wurde es dann entsprechend weniger. Und jetzt führen wir uns wieder vor Augen, was ich zur TENS-Therapie gesagt habe, die fängt ja teilweise bei 5000
Mikroampere, also 5 Milliampere gar nicht erst an, sondern entsprechend viel, viel höher. Dann gibt es eine Studie von McMakin, das ist die auch, die sozusagen, die nennen wir sie mal Päpstin der frequenzspezifischen Mikrostromtherapie ist, die auch Bücher dazu herausgebracht hat, auch in Deutsch, wie gesagt, erhältlich, diese Bücher. Und sie konzentriert sich ausschließlich nur auf die Frequenzen. Das muss man natürlich dabei berücksichtigen. Sie nutzt halt ein Mikrostromgerät, aber das Gerät nur als Mittel zum Zweck zum Übertragen ihrer spezifischen Frequenzprotokolle. Das ist ja auch das Thema, wo es dann ab morgen Mittag bis Samstag drum geht. Aber sie hat eine interessante oder mehrere, jetzt gerade im Oktober ist, die habe ich leider noch nicht mit aufgenommen, aber es ist auch eine neue Studie von hier herausgekommen, wo es um das Raynaud-Syndrom geht. Ganz interessante Ergebnisse. Aber hier hat sie mal geschaut bei Patienten mit Fibromyalgie nach einem Halswirbelsäulentrauma und hat sich mal angeschaut, wie denn sich beispielsweise die proinflammatorischen Zytokine damit beeinflussen lassen mit der Therapie. TNF-Alpha, Substanz P etc. Und wir haben hier, hat sie nachweislich sagen können, oder das sieht man auch in der Studie, dass wir einen sehr, sehr deutlichen Rückgang von den proinflammatorischen Zytokinen haben, bereits nach der ersten Anwendung. Also ein Hinweis, eine Tendenz dazu, dass gerade akute entzündliche Erkrankungen, auch durchaus die schon länger zurückliegen, also auch chronische Entzündung, durchaus sehr, sehr gut mit der Therapie therapierbar sind. Eine Studie, die wir durchgeführt haben, also nicht wir selber, sondern sie wurde durchgeführt in der Klinik Bavaria in Kreischa in Zusammenarbeit mit der Universität Dresden und dann mit der Universität Witten-Herdecke. Und es ging einfach darum, die Hypothese, wie kann die Mikrostromtherapie den Patienten direkt nach Knietap nützlich sein oder nicht? Das war die ganz einfache Fragestellung. Es waren 78 Patienten, die sind randomisiert und aufgeteilt worden. Es war patientenseitig maskiert, die Studie, also die Patienten wussten nicht, in welcher Gruppe sie waren. Und dann wurde das Ganze durchgeführt. Das Ganze hieß bei denen BZR, biologische Zellregulationsgruppe, dazu die Kontrollgruppe. Also vor ambulanter Heilbehandlung war die BZR-Gruppe sogar noch ein bisschen schlechter. Das ist ein Oswestry-Score, das ist ein Score für die Kniefunktionalität und generell fürs Kniegelenk. Und hier sehen wir den Unterschied 3 Monate nach ambulanter Heilbehandlung. Jetzt muss man wissen, die waren 10 Tage in der Klinik und wurden einmal am Tag behandelt. Und haben natürlich alle ihre klassische Rehabilitationstherapien bekommen, logischerweise, sonst wäre es ja auch ethisch nicht vertretbar gewesen. Das mal so als erste Ergebnis dazu und da sehen wir schon einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden Gruppen nach 10 Behandlungen und es hat keiner von denen nach den 10 Behandlungen eine weitere Mikrostrombehandlung bekommen von den Patienten. Die wurden nach 3 Monaten einfach nochmal in einem Recall abgefragt. Und hier auch mal so die weiteren Faktoren, Schmerz generell betrachtet, aber auch beispielsweise Stehen, also die ganzen sozialen Faktoren, Mobilität allgemein, sehen wir überall eine signifikante Verbesserung. Außer beim Heben, da haben wir keine Signifikanz, aber sonst überall eine signifikante Verbesserung. Das hier auch nochmal dargestellt in Form eines Diagramms. Ist auch eine international publizierte Studie, logischerweise. Und hier sieht man nochmal 6 Tage nach Behandlung, also das waren jetzt nach 6 Behandlungen, lagen wir hier bei der Gruppe schon bei 81, hingegen die Kontrollgruppe noch bei 64% war, also auch durchaus ein signifikanter Unterschied in der Wirkung. Nochmal das Ganze als Grafik. Dann nochmal was zur Gehstrecke, ja, 500 Meter Gehstrecke, also auch hier sehen wir, dass wir eine deutliche Signifikanz da drin haben. Da nochmal auch als Grafik. Aber wie gesagt, die Studie ist auch bei uns im internen Bereich zum Download, steht die zur Verfügung, beziehungsweise die Zusammenfassung, weil die Studie natürlich, wie das immer so ist, wenn sie publiziert werden durch Verläge, dann gehört die Urheberschaft dementsprechend im Verlag, aber zumindest die Zusammenfassung kann man durchaus herunterladen. So, eine weitere Studie, die durchgeführt wurde, die auch mit dem HD 2000 Plus durchgeführt worden ist eine Studie, die ist in Italien gemacht worden. Da ging es darum, um chronischen Schmerz und wir hatten hier ein N gut 24 Patienten, das ist jetzt nicht die Welt, aber mit auch wiederum Fibromyalgie und FSS, das Fatigue-Syndrom, 20 Frauen, 4 Männer, Altersdurchschnitt etc., 10 Sitzungen, à 24 Minuten, über 5 Wochen mit dem Therapieprogramm. Die haben sich ein eigenes Programm extra für die Studie, wollten die haben mit diesem Frequenzbereich, mit den Stromstärken etc., Messinstrumenten, natürlich die klassische visuelle Analogskala
und verschiedene bis hin zur Bioimpedanz, was ganz interessant dann ist auch in den Ergebnissen, in den Messungen. Und was konnte man nach 4 Wochen feststellen? Wir haben signifikante Verbesserungen, was den Schmerz betrifft. Ja, mit einem P-Wert von 0,001, das ist schon gut signifikant. Geht noch ein bisschen besser, was die Lebensqualität betrifft. Und was ich eben sagte zur Bioimpedanz, interessant ist, das sind Werte, die sich positiv ausgewirkt haben, die jetzt aber nicht signifikant waren, ist ein Rückgang vom Fettanteil, Anstieg des Gesamtkörperwassers und eine Zunahme der mageren Körpermasse. Also schon interessant. Ich will damit nicht sagen, dass wir die Mikrostromtherapie jetzt auch im Bereich Fitness, also natürlich kann man sie dort einsetzen im Fitnessbereich für eine beschleunigte Regeneration. Das ist tatsächlich gesichert nachgewiesen, dass das so ist. Aber zum Abnehmen eher, das würde ich jetzt nicht behaupten. Aber es ist zumindest interessant zu sehen. Ja. Kann natürlich damit zusammenhängen, wenn die weniger Schmerzen haben, dass sie sich wieder mehr bewegen und dadurch natürlich dann auch die Causa in der Rückgang des Fettanteils betrifft. Fazit der Autoren dort der Studie, die ist 2020 veröffentlicht worden. Ja, genau. Mikrostromtherapie verbessert signifikant Schmerz, Lebensqualität und Symptomschwere bei Fibromyalgie-Patienten. Einfluss auf die Entzündungsfaktoren und so weiter und so fort. Dann habe ich mal eine Studie mit reingenommen, die ist von 2021, die ist ganz interessant. Das ist ein Review, der da gemacht wurde, ein systematischer Review von verschiedenen Veröffentlichungen zur Mikrostromtherapie und die haben insgesamt 281 Patienten dann quasi dort erfasst aus den verschiedensten Studienbereichen hinaus und haben beispielsweise Kniearthrose, chronische Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, Impingement und Tennisarm mit reingenommen, mit Fokus auf Wirkungen auf die Schmerzen, Nebenwirkungen, und das ist halt schon sehr, sehr interessant, der Mikrostromtherapie, einfach zu schauen, zu erfassen, wo gab es hier entsprechende Nebenwirkungen. Und in den Ergebnissen konnte man sagen, dass alle Reviews, die sie durchgeführt haben, also das Review von den verschiedenen Papers, einen immer signifikanten Wert im Rahmen des Schmerzrückgangs hatten. Nebenwirkungen war nur eine dabei von den 281 Probanden, also die halt in der Studie dann auch ausgewiesen wurden. Was wiederum ein Fazit gibt, dass wir eine sichere, gut und vor allem gut reproduzierbar, das sieht man ja schon über die Signifikanz, dass wir es gut reproduzierbar abgeben können, sozusagen die Therapie. Das ist das Fazit daraus. Andere Studie, die ist mit dem HD 3000 durchgeführt worden, ist auch wieder bei Patienten nach Knietap gemacht worden, auch in Italien durchgeführt worden bei 30 Patienten. Und auch hier sieht man, wenn wir zum Ergebnissen kommen, dass wir hier eine durchaus signifikante Verbesserung haben von der BCR-Gruppe, hieß sie bei denen. Gehen wir mal weiter zum Fazit, genau. Schnellere Schmerzlinderung, höheres Ausgangsniveau und bessere Werte bereits nach 10 Anwendungen. Die haben noch ein paar mehr Therapien durchgeführt. Jetzt haben wir ja haben wir die ganze Zeit über Strom und über die Mikrostromtherapie gesprochen. Wir haben ja aber noch etwas anderes im Gerät implementiert, und zwar die Lichttherapie. Wie sind wir dazu gekommen? Im Prinzip war der Ausgangspunkt, die Lichttherapie mit aufzunehmen, dieses hier. Und zwar ist das eine Untersuchung, die mit dem Vorvorgängergerät vom HD 2000 Plus, mit dem Clinic Master durchgeführt wurde, an humanen Zellkulturen. Das haben wir gemacht am Fraunhofer Institut in Dresden. Fraunhofer Institut für Plasma- und Strahlentechnik heißt das ganz genau. Und da wurde einfach geschaut, ob wir eine metabolische Reaktion sowohl bei gesunden als auch bei vorgeschädigten Zellen. Und es wurden 2 Zelltypen genommen. Das eine waren Keratinozyten, also Hautzellen, das andere waren Fibroblasten, Bindegewebszellen, humane Fibroblasten logischerweise, um einfach zu gucken, wie oder hat das Licht ohne den Strom eine Wirkung eben auf den Zellmetabolismus. In den Ergebnissen konnten wir sehen, dass wir die Stoffwechselaktivität bei ungeschädigten Zellen tendenziell erhöhen konnten und eine Verbesserung bzw. Reduktion hatten bei entsprechenden vorgeschädigten Zellen. Jetzt muss man aber wissen, das Licht von dem Clinic Master, ist nicht so, wie wir das jetzt haben mit dem Lichtapplikator, sondern das war ein ganz kleiner Stift und die LED zum Erzeugen der Lichtquelle, die war im Gerät. Das heißt, wir hatten ein Lichtleiterkabel, wo wir natürlich sehr hohe Verluste hatten, schon in der Übertragung des Lichtes mit einer ganz, ganz geringen Intensität. Aus diesem Grund haben wir eine weitere Studie durchgeführt mit dann auch der Perspektive mit dem HD 2000 Plus, noch ein paar Jahre später, mit der Perspektive ATP und Stoffwechsel, also was passiert tatsächlich mit der Lichttherapie und der ATP-Produktion. Über den Strom haben wir ja gesprochen. Was
haben wir Apoptose, Nekrose und natürlich Entzündungsmarker. Das sind ja alles Dinge, die wir im Nachweis ganz gut gebrauchen können, wenn sie denn dort auch entsprechend stattfinden. Und der zentrale Punkt war, dass wir bei ATP und Stoffwechselaktivität eine 6,3-prozentige Steigerung vom ATP nachweisen konnten. Klingt jetzt im Gegenzug zu den, sagen wir mal, 500% von Cheng aus 1982 nicht viel. Jetzt muss man aber wissen, das ist tatsächlich in den Zellen gemessen worden, über ein spezielles Verfahren, was das Fraunhofer-Institut tatsächlich selber entwickelt hatte. Die Cheng-Studie wurde, das haben die mir mal erklärt, da wurde über so ein komisches Screening-Verfahren gemacht, weil einfach die technischen Mittel seinerzeit noch nicht in der Form zur Verfügung standen, wie wir sie jetzt haben. Richtig interessant wurde es aber, wenn wir über den Bereich der Entzündung sprechen. Denn man muss sich vorstellen, wir reden über 20 Minuten, also 20 Minuten Behandlungszeit, Interleukin 6, 12-17%, je nach Zellkultur, und bei Interleukin 8 17-21% nach 20 Minuten Behandlung. Was wiederum dann auch zeigt, dass eben die Kombination von Licht und Strom durchaus sehr, sehr wichtig ist. Zeige ich gleich auch nochmal in unserer PMCF-Studie, die wir machen müssen. Die kommt auch noch zum Schluss, aber das durchaus schon mal im Hinterkopf behalten. Schlussfolgerung, ja, Entzündungshemmung, proinflammatorische Zytokine, Unterstützung der Regeneration, Stoffwechsel und ATP. Dann sind wir weitergegangen in einen nächsten Studienbereich und der war tatsächlich ein bisschen komplizierter, weil das mit den Zellkulturen, das hat auch den Forschern dort gut gefallen, denn es war einfach, wir konnten nämlich die Zellkulturen sozusagen im Brutkasten mit dem Licht therapieren, weil wir einfach mit dem Lichtkabel dort reingegangen sind. Jetzt wollten wir aber wissen, wie sieht das Ganze denn aus mit der Stromtherapie? Wir haben einen ersten Studienlauf durchgeführt, die sollte eigentlich noch weitergehen, aber dann ist die Professorin ist dort nicht mehr, ist dann weggegangen und jetzt hat sich das Fraunhofer-Institut ein bisschen anders ausgerichtet. Aber kurzum, wir mussten erstmal eine Lösung finden, wie wir den Strom überhaupt in das Gewebe bekommen. Also nicht in das Gewebe, sondern in die Zellen bekommen. Hört sich jetzt einfach an. Legt doch einfach die Kabel da rein und so weiter. Das geht natürlich nicht, weil diese Zellkulturen natürlich hochempfindlich sind und wir natürlich, was haben wir, wenn wir arbeiten mit zwei Polen in einer Lösung, ja, wir haben natürlich Effekte, die dafür sorgen, dass wir teilweise die Zellen am Anfang verbrannt haben, tatsächlich, trotz der geringen Stromstärke. Ja. Also mussten wir schauen, wie kriegen wir das jetzt sauber transportiert. Und das wurde hier mit so einer Agarbrücke, nennt sich das. Das ist ein biologisches Material, was im Prinzip so ein bisschen die Haut widerspiegelt, auch von der Wirkung, also auch von der Isolation bzw. des Widerstandes. Und so konnten wir schlussendlich den Strom sicher in die Zellkulturen bekommen. Untersucht wurde Stoffwechselaktivität und verschiedene andere Parameter mit den wesentlichen Erkenntnissen, dass wir eine 19-prozentige Steigerung der Stoffwechselaktivität gerade bei relativ geringen Stromstärken von 40 Mikroampere negativ, also das war dann mit einer reinen Minusanwendung, bei einem Fibroblasten 22%, bei einer alternierenden Stromform und die Zellmorphologie blieb entsprechend unverändert. Und die Fazit der Autoren, um das Ganze abzukürzen, dass die aktuelle Studie zeigt eine positive Beeinflussung des Zellstoffwechsels. Und wir wollten eigentlich jetzt noch tiefer tatsächlich reingehen in das ganze Thema, aber ja, sind wir dann leider nicht wirklich weitergekommen mit dem Fraunhofer-Institut. Aber vielleicht zum späteren Zeitpunkt nochmal. Eine andere Studie, schon ein bisschen älter, Universität Salzburg, wurde auch mit dem Vorgängergerät, mit dem Klinikmaster durchgeführt. Das ist eine Masterarbeit gewesen, einer Physiotherapeutin. Die hat einfach untersucht die Wirksamkeit bei chronischen Achillessehnenreizungen. Jetzt hat sie leider im Rahmen ihrer Studie nur 6 Probanden tatsächlich zusammenbekommen. Extrem schade, weil die Studie ist echt gut aufgebaut gewesen. Und das Ganze wurde auch doppelblind gemacht. Das ist ja noch interessanter gewesen, weil das war ein Studiengerät, was wir extra dafür präpariert hatten, um eben tatsächlich eine Doppelblindstudie durchzuführen. Mit den Ergebnissen, das, was sie herausfinden konnte, eben bei dieser geringen Fallzahl eine deutliche Reduktion von Sehnenverdickungen hat sie gemerkt, ein Druckschmerz bei den anderen beiden Gruppen, bei den anderen beiden Kontrollgruppen eben nicht. Sie hatte auch hier den Gewebswiderstand mit reingenommen, hatte dort auch Verbesserungen gemessen. Das ist ja beim Klinikmaster war das noch ein bisschen anders, als wir es jetzt beim HD 2000 Plus haben. Da musste man das noch ein bisschen anders auswerten, beziehungsweise hat andere Zahlen bekommen. Aber nichtsdestotrotz, trotz der geringen Fallzahl, deutliche Tendenz zur Wirksamkeit, was eben die chronische Achillodonie betrifft.
Weitere Studie, oder das kann, will ich nicht sagen Studie, ist eine Patientenbeobachtung gewesen im Bereich der Neurologie, hat eine Physiotherapeutin, leitende Physiotherapeutin am Städtischen Krankenhaus in Kiel durchgeführt, die Frau Metag, die ihres Zeichens auch Lehrerin ist für Elektrotherapie in der Physiotherapie und dadurch natürlich sehr affin war oder ist für diese Form der Therapien. Und es ging eigentlich um das Thema Parkinson-Patienten und es sind dann ein paar Multiple Sklerose, Amyotrophe Lateralsklerose und Restless Legs Leute mit reingerutscht, einfach in die Beobachtung. Wie gesagt, es ist keine klinische Studie. Die Patienten wurden 10-mal behandelt. Und was ist so bei rausgekommen? Bei den Parkinson-Patienten weniger Tremor, Intention und Ruhe, verbesserte Gangsicherheit. Das hat sie relativ schnell nachweisen können tatsächlich. Also es sagte, sie ging wirklich schnell. Und hatte auch eine hohe Akzeptanz bei eher skeptischen Patienten. Bei MS und ALS hat man einen Rückgang von Spastiken, Verbesserung von Kraft und Ausdauer, verbesserte Mobilität und damit natürlich auch verbundene Lebensqualität. Beim Restless Legs, aber das ist ja durchaus vielleicht auch bekannt, da funktioniert es relativ gut, deutlich verbesserter Schlaf und eine Reduktion medikamentöser Vorgehensweisen, Maßnahmen. In dem Krankenhaus wurde dann noch eine weitere Untersuchung gemacht, in einem anderen Bereich, den hab ich hier nicht mit aufgenommen, will ich nur am Rand erwähnen. Die haben es nämlich in der Onkologie eingesetzt, die Therapie, und zwar nicht zur onkologischen Behandlung, sondern zur Behandlung von Nebenwirkungen von Chemotherapien, von Bestrahlungen mit einem, da habe ich auch ein Schriftstück bekommen von dem Onkologen, von dem leitenden Onkologen dort, der gesagt hat, dass sie spätestens 24 Stunden nach der ersten Anwendung eine deutliche Reduktion der Nebenwirkungen eben der Chemotherapeutika verzeichnet haben. So gut, dass sogar die hauseigene Apotheke wohl auf der Station angefragt hat und gefragt hat, was denn da los ist, weil sie viel, viel weniger Medikamente bzw. entsprechende Begleitdinge abgeben. Ja, interessant. Krebs ist nun mal eine Kontraindikation, wird es auch bleiben, wobei es einfach, hat aber eher juristische Gründe und auch nachweistechnische Gründe, weil dafür müsste man natürlich diverseste Studien durchführen, aber nichtsdestotrotz, dort wurde es aktiv eingesetzt, die haben keinerlei Nebenwirkungen, Verschlechterungen etc. jetzt bezogen auf die Mikrostrombehandlung verzeichnen können, aber ja. Nein, das waren keine kybernetischen Programme. Die haben mit den alten Programmen, das war 2011, 12 rum ungefähr, gearbeitet. Das war hauptsächlich, sind die mit Regeneration, also es wäre jetzt Pendant wäre Regeneration und Entgiftung zum Beispiel. Entgiftung. Ja, weitere Studie, auch von uns mit durchgeführt in Valencia in Spanien. Da ging es um Cervicalgin. Nackenbeschwerden und auch hier konnten wir eine signifikante Verbesserung verzeichnen. Ja, wo ich noch drüber sprechen wollte, das sind zwei Ergebnisse aus 23. Ich müsste jetzt mal die 25er Ergebnisse hineinbringen. Wir sind ja verpflichtet als Medizinproduktehersteller, aber das sind alle Medizinproduktehersteller zu verpflichtet. Wir müssen ein sogenanntes Post-Market Clinical Follow-up durchführen. Hört sich jetzt wild an, dient aber eigentlich dem klinischen Nachweis nach der Abgabe oder im Verkehrbringung der medizinischen Geräte in den Markt, müssen wir also überwachen, ob die klinische Leistungsfähigkeit tatsächlich der Geräte gegeben ist, auch in ihrem Lebenszyklus, nennen wir es mal so. Daher hat die EU ja auch eine schöne Medizinprodukteverordnung herausgebracht. Das PMCF gab es schon vor der MDR, also vor der Verordnung für Medizinprodukte, aber da wurde das nochmal ganz klar untermauert. Wie haben wir das gelöst? Wir haben 23 waren es noch 24 Teilnehmer insgesamt, Ärzte, Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Ergotherapeuten, und die schicken uns einfach pro Woche 3 Behandlungen. Also schicken heißt, es gibt ein Online-Formular, das klickt man durch, füllt man kurz aus, klickt auf Absenden und das war's. Also 3 Behandlungen random. Also bedeutet, das muss nicht der gleiche Patient sein, das muss nicht eine Serie sein, sondern heute die erste Behandlung bei der Person, morgen die 5. Behandlung bei der Person. Und da waren es zu der Auswertung 2023 2160 Behandlungen. Jetzt sind schon ein paar deutlich mehr geworden. Und was haben wir betrachtet? Natürlich haben wir uns mal den Schmerz angeschaut. Also wie ist bei diesen 2160 Behandlungen die Schmerzreduktion? Und da sehen wir 37,87% nach einer Behandlung, ja, wohl bemerkt, im Durchschnitt aller 2160 Anwendungen.
Und deswegen, und da auch die Lichttherapie, das hatte ich ja eben erwähnt, der Unterschied von mit Licht und ohne Licht, der ist schon interessant, wenngleich auch man betrachten muss statistisch, dass die Behandlung ohne Licht deutlich weniger waren als die Behandlung mit Licht. Ja. Aber mal so eine grobe Zahl zu sehen, so roundabout 7%. Also das Licht scheint tatsächlich nicht nur in den Studien, sondern auch in der Praxis einen deutlichen Einfluss zu haben. Dann haben wir geschaut, haben wir geguckt, Vegetativum, alles was so vegetative Störungen, Belastungsstörungen, Burnout etc. sind, geguckt, wie sieht es da aus. Tatsächlich auch im Bereich der vegetativen Anwendungen eine deutliche Verbesserung. Bei Wirbelsäulenbeschwerden noch besser, wenn wir auch hier eine Vorbehandlung relativ große Streuung hatten. Aber wenn man sich die Streuung anschaut, dann hier sieht es wieder ganz gut aus nach Behandlung. Muskelbeschwerden. Da ist auch die beste, bei Muskelbeschwerden, also Weichteilbeschwerden, scheint es tatsächlich die besten Ergebnisse zu geben, zumindest wenn wir eben dieser Entschuldigung, PMCF-Studie Glauben schenken dürfen. So, kommen wir zum nächsten Teil. Den würde ich nämlich noch gerne machen. Das ist und zwar die Lichttherapie. Wir haben ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben 3 Lichtfarben im Gerät. Früher war es so, wir hatten früher nur 2 Lichtfarben bei dem Klinikmaster, da gab es ein Blau und ein Rot. Und beim alternierenden Strom, und da will ich nämlich drauf hinaus, man kann quasi die Polarität, mit dem das Gerät im Strom gerade arbeitet, an der Lichtfarbe ablesen. Ich muss mal gerade einen kleinen Schluck trinken. Und zwar, wenn wir im Strom auf entweder dem A-Kanal oder dem C-Kanal, das ist nämlich wichtig, denn wir haben 2 Lichtapplikatoren, L1, L2. L1 ist dem A-Kanal zugeordnet, L2 dem C-Kanal. Bedeutet, die elektrischen Informationen, die wir im A-Kanal beispielsweise jetzt haben auf Basis der Messung, der Therapie, werden im Lichtkopf wiedergespiegelt. Und zwar nicht hauptsächlich, sondern rein nur die Polarität. In der Farbe des Lichtes kann ich erkennen, ob das Gerät gerade minus mit Rot oder plus mit Blau arbeitet. Weil wir nämlich in der Vorgehensweise der Polarisierung der Ströme wissen, dass wir einen stark antientzündlichen Effekt im blauen Licht haben auf der einen Seite, aber auch mit einer positiven Polarität im Gewebe. Und im Gegensatz dazu bringen wir mit einer negativen Polarität Energie ins Gewebe hinein. Und ich meine, die Rotlichttherapie ist ja nichts, was wir neu erfunden haben, oder auch Laser ist ja größtenteils ja rot, wo ja Energie tatsächlich über die biologische Response eben der Moleküle, der absorbierenden Moleküle über die Lichtfarbe kommt. Viele sprechen immer über die Frequenz. Eigentlich ist es keine Frequenz. Also wir haben dort ein Dauerlicht. Es wird also keine Frequenz abgegeben, wenngleich auch viele immer Lichtfarbe, Lichtspektrum mit Frequenz verwechseln. Das wird aber im Spektrum dargestellt, nämlich im Nanometerbereich. Und da liegen wir ziemlich genau bei 625 Nanometer mit rotem Licht, 515 mit grün und 465 mit blauem Licht. Das grüne Licht haben wir dann beispielsweise, wenn wir alternierenden Strom haben, also eher ausgleichend, regenerierend arbeiten wollen. Und da sehen wir, gibt es auch tolle Untersuchungen zu, eben was das grüne Licht betrifft, was eben die Heilungsprozesse am Ende des Tages betrifft. Ja, blaues Licht, was gibt es dort ganz genau, wenn man so ein bisschen tief, nicht so schnell, so ein bisschen tiefer in die Literatur auch einsteigt. Entzündungsregulation haben wir gesehen auch bei unserer Fraunhofer-Studie. Wir haben eine NO-Freisetzung, also Stickstoffoxid, was wir brauchen, was die Kapillare weitstellt, was die Sauerstoffversorgung im Gewebe verbessert und wiederum auch eine antientzündliche Wirkung hat. Damit Sauerstoffversorgung, hatte ich gesagt, und entsprechende Durchblutungsverbesserung. Beim roten Licht verbesserte Zellaktivität, intrazelluläre ATP-Produktion und die Zytochrom-C-Oxidase, die gesteigert wird. So, jetzt aber. Und da haben wir nochmal die Ergebnisse tatsächlich der Fraunhofer-Studie, die wir gemacht haben, Interleukin 6 und 8, bezogen einmal auf die, hier haben wir Interleukin 6 und hier haben wir Interleukin 8 bezogen auf die beiden Farben. Und man sieht halt auch, dass auch rotes Licht durchaus einen Effekt hat bei entzündlichen Zuständen, allerdings nicht so stark wie das blaue Licht. Hier haben wir mal die intrazelluläre ATP-Produktion. Da haben wir eben bei Blau und auch bei Rot die entsprechenden
Steigerung. Das heißt, sie liegen gar nicht so weit auseinander am Ende des Tages, finden aber durchaus, ich denke, also es ist ein Bereich, den sollte man nicht außer Acht lassen. Ja? Auch wenn viele sagen, naja, ist ja so ein schwaches Licht. Wie tief dringt denn das überhaupt ins Gewebe ein? Da bringe ich immer das Beispiel, man nimmt jetzt ein Blatt Papier, man startet den Lichtkopf und fängt an, Papierblätter über den Lichtkopf zu legen. Irgendwann wird man so wahrscheinlich bei 2, 3 oder bei 4, 5, je nach Papierstärke, das Licht nicht mehr sehen können. Das bedeutet, wir müssen eigentlich bei der Eindringtiefe des Lichtes zwei Dinge betrachten. Und zwar haben wir eine technische Eindringtiefe und wir haben eine biologische Eindringtiefe. Und die biologische Eindringtiefe ist nämlich das, was eigentlich den Effekt in der Tiefe erzielt. Ich weiß, wir haben oder werden sicherlich im nächsten Jahr auch wieder Fortbildung machen mit dem Matthias Rother, der viel mit der diese Ganzkörperanlage, systemische Anlage mit der Therapie fast ausschließlich durchführt und dann sehr aktiv mit der Lichttherapie an bestimmten reflektorischen Muskelpunkten arbeitet, beispielsweise am Iliopsoas mit dem Licht und tatsächlich in kürzester Zeit über entsprechende Bewegungstests nachweisen kann, dass das Licht einen Effekt auf den Muskel hat und das relativ schnell. Und der Iliopsoas ist ja jetzt ein Muskel, der relativ tief liegt, verhältnismäßig. Also muss es ja irgendwie funktionieren, dass diese biologischen Signale weitergegeben werden können. Und das Ganze ist auch erklärbar. Einmal haben wir die NO-Freisetzung, wir haben die Halbleiter, deswegen habe ich das vorhin erwähnt, über die Zellkommunikation, die Zell-Zell-Kommunikation. Wir haben Signalübertragungen, das ist so eine lichtähnliche Kommunikation im Gewebe. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil das Thema ist heiß umstritten in der Wissenschaft, ja, über die Photonen, die wir haben in unserem Körper. Deswegen habe ich das immer so ein bisschen an den Rand gestellt, weil da muss man aufpassen, nicht zerrissen zu werden in der Wissenschaft. Aber gerade das Thema, und da gibt es eben eine Studie auch drüber, dass wir eben das NO haben, was die mitochondrale Atmung reaktiviert, und das hat Dungel hat das nachgewiesen, auch in tiefer liegendem Gewebe durchgeführt werden kann, weil NO diffundiert frei im Gewebe. Ein weiterer Bereich ist die Zytochrom-C-Oxidase. Das ist ja ein primärer Photoakzeptator. Und hier sehen wir, dass wir eben auch wiederum hier, das ist eine andere Untersuchung, eine Freisetzung von NO haben, aber auch eine Steigerung der ATP-Produktion. Die haben das gemacht in Kombination mit oder im Kontrast auch mit einem Low-Level-Laser und halt mit einer LED-Therapie von Blau bis Grün. Auch, wie gesagt, interessante Ergebnisse, auch in tief liegende Schichten des Körpers. Ja, Kernaussage, also Licht kann weit über die bestrahlte Stelle hinaus dank eben der Halbleiterstrukturen dieser Zell-Zell-Kommunikation im Gewebe transportiert werden. Transport von Elektronen und Schwingungen erfolgt ja auch eben über dieses Feld, entlang der extrazellulären Matrix und damit eine systemische Reaktion hervorrufen. Und daher auch sicherlich ein Erklärungsmodell dafür, warum wir diese biologische Tiefe oder diese biologische Eindringtiefe mit dem Licht am Ende des Tages haben. Hier nochmal eine Kernaussage, nochmal eine Untersuchung dazu. Biomodulation durch Licht erzeugt einen signalkaskadierenden Prozess, der eben auch tiefer liegendes Gewebe erreichen kann. Und damit kommen wir nämlich jetzt zu dem Teil, den ich übersprungen habe. Und dann liege ich auch sehr gut in der Zeit, dass der Herr Dr. Voracek gleich starten kann. Das ist nämlich nur noch ein kurzer Teil. So, die elektrischen Felder, da will ich auch gar nicht so sehr tief drauf eingehen. Da wird nämlich Dr. Voracek sicherlich oder Dr. Stüker auch nochmal drüber sprechen. Osmose und Zellspannung, hatte ich erwähnt, die Zelle hat natürlich entlang ihrer Membran ein entsprechendes elektrisches Potenzial und das muss sie auch haben, und wenn das nur ein bisschen abweicht, hat die Zelle tatsächlich ein Problem, weil eben ionengesteuerte oder ladungsgesteuerte Ionenkanäle dann nicht richtig funktionieren können. Hat wiederum Einfluss auf die ATP-Produktion, auf die Atmungskette generell, auch in den Mitochondrien entsprechend. Und ja, jeder Herzschlag beginnt mit einem elektrischen Impuls. Das ist eine Verteilung elektrischer Teilchen im Körper, und die fließen halt entsprechend durch die Zellmembran der Herzmuskelzellen und erzeugen dabei eine entsprechende Spannung. Also Strom ist ja für den Körper durchaus nichts Unbekanntes. Unser Blut ist dahingegen ein
durchaus hervorragender Leiter, sofern es denn auch entsprechend mit Elektrolyten versehen ist. Das darf man ja nicht vergessen. Ohne Elektrolyte, also Natrium, Kalium, Calciumchlorid etc., können wir keine elektrische Leitfähigkeit haben. Beispielsweise Wasser ist auch nur dann ein elektrischer Leiter, wenn wir hier entsprechend genügend Elektrolyte haben. Destilliertes Wasser beispielsweise leitet den elektrischen Strom nicht. Beispiel aus der Praxis, man kann ja ein EKG logischerweise auch am Fußgelenk messen. Das bedeutet, irgendwo müssen ja diese elektrischen Potenziale, diese elektrischen Reize sich im Körper verteilen können. Eins der bekanntesten elektrischen Netzwerke ist natürlich unser Nervensystem, wo ja im Prinzip die ganze Zeit elektrische Impulse verteilt werden im Körper. Ja, und der Zusammenhang zwischen den Stromparametern und der Physiologie ist beispielsweise, wenn wir eine Entzündung im Gewebe haben wir in der Regel einen erhöhten Widerstand im Gewebe. Woran können Sie das erkennen? Zumindest beim Luxamed. Sie sehen, dass die Kurven relativ weit unten sind. Unten haben wir einen hohen Widerstand, oben einen geringen Widerstand. Und das hat eben zur Folge, warum ist der Widerstand bei einer Entzündung in der Regel gering? Hoch, Entschuldigung, Widerstand ist hoch, aber wir liegen gering im Niveau der Kurve, weil wir in der Flüssigkeit, die wir dort haben, durch den Schwellungszustand, den biologischen Prozess, der dort stattfindet, um vom Körper diese Entzündung entsprechend auf natürlichem Wege zu neutralisieren. In dieser Flüssigkeit haben wir einfach zu wenig Elektrolyte. Wir haben also viele Elektrolyte intrazellulär, bräuchten sie aber auch noch entsprechend für die Leitfähigkeit extrazellulär. Ja, das hatte ich auch schon gesagt, jede Bewegung erzeugt einen Stromfluss auf die unterschiedlichste Weise. Wir haben das Membranpotenzial, wir haben den piezoelektrischen Effekt, der findet zumindest dann statt, wenn wir uns bewegen in Knochen, in Bindegewebe und im Kollagen. Das ist im Prinzip, wenn man ja Druck auf einen entsprechenden Bereich ausübt und der sich ausdehnt, haben wir diesen piezoelektrischen Effekt. Ja, und diese bioelektrischen Signale, nehmen wir mal, sind natürlich messbar. Ich habe gesagt, das EKG, das EEG, die Hirnströme. Ja, weil unser Körper am Ende des Tages ein elektrisches Netzwerk ist zur Kommunikation und was wir auch uns zunutze machen können im Rahmen der Heilung und der Steuerung. Ja, die Piezoelektrik will ich jetzt gar nicht weiter erklären. Ich habe hier ein kleines Beispiel, so sieht das dann aus. Zum Beispiel in den Knochen und im Bindegewebe. Es werden einmal die elektrischen Spannungen, also die Ladungsrichtungen, zusammengepackt und wieder auseinandergezogen und dabei entsteht eine messbare Elektrizität. Was bedeutet das? Dass jede krankhafte Veränderung, und da komme ich auch gerne wieder zurück, ich hatte es erwähnt, zu der Untersuchung des elektrischen Widerstandes von dem Professor der Yale-Universität, jede krankhafte Veränderung eines Organs hat eine Veränderung der Elektrizität im Körper als Abbild, sagen wir mal so. Die Frage ist, und da wird es interessant, was kann ich denn vorher messen? Eine pathologische Veränderung oder Veränderung elektrischer Signale im Körper? Das lasse ich aber mal offen, weil das kann ich jetzt auch tatsächlich nicht beantworten, wäre aber mal sicherlich interessant zu untersuchen. Man sagt, so sagt es zumindest dieser Biophysiker, wenn die Pathologie sich zuerst elektrisch ankündigt, dann kann man hier auch entsprechend regulierend, ich habe jetzt mal Mikrostrom hier eingesetzt, aber entsprechend regulierend auch auf elektrischem Wege tätig werden und entsprechend die Heilungsprozesse anregen. Was bedeutet das für die Mikrostromtherapie? Wir unterstützen die natürlich elektrische Aktivität der Zellen, wir wirken regulierend, wir helfen dabei, die zelluläre Kommunikation zu verbessern und damit die Stoffwechselprozesse, die nachgelagert sind, ATP, Proteinsynthese etc. So, da auch nochmal eine kleine Zusammenfassung dessen. Ja, und dann bin ich doch tatsächlich ein bisschen früher fertig geworden, aber ich